Politik hat die Regeln für die Säule 3a weichgespült. Ab 2026 kann man auch nachträglich Geld in die dritte Säule einzahlen. Du kannst also theoretisch das Jahr einfach nichts machen und erst das nächste Jahr einzahlen. Aber ist das wirklich schlau? Genau um das geht es im heutigen Coffee Break. Mein Name ist Felix Niederer, ich bin CEO und Gründer von TrueWealth. Wir alle müssen jedes Jahr eine Steuererklärung ausfüllen. Und du weißt ja, je mehr du verdienst, desto mehr Steuern zahlst du auch. Aber das Einfachste, was du machen kannst, um die steuerbare Einkommen zu senken, zahle ich die Säule 3a ein. Angenommen, du wohnst in Zürich, bist ledig, konfessionslos und verdienst 120'000 Franken, dann sparst du jedes Jahr rund 1'600 Franken, wenn du den Maximalbetrag in die Säule 3a einzahlst. Und das machen viele Schweizer sehr gern. Über die Hälfte zahlt regelmäßig ein und baut so Vermögen fürs Alter auf. Ab 2026 kann man neu auch nachträglich einzahlen. Allerdings nur unter bestimmten Bedingungen. Erstens, du musst im Jahr, wo du die Zahlung verpasst hast und im Jahr, wo du nachzahlst, ein AHV-pflichtiges Einkommen haben. Zweitens, du musst zuerst immer den vollen Maximalbetrag für das aktuelle Jahr eingezahlt haben. Und drittens, du kannst erst ab 2026 für das Jahr 2025 nachzahlen. Alles, was du vorher verpasst hast, ist leider weg. Aber lohnt es sich überhaupt, Zahlungen aufzuschieben? Die kurze Antwort: Nein. In den meisten Fällen lohnt sich das eben nicht. Wenn du nämlich jedes Jahr regelmäßig einzahlst, dann bist du länger investiert und profitierst mehr vom Zinseszinseffekt. Und gerade wenn du deine Säule 3a mit Wertschriften machst, lohnt sich frühes Einzahlen sowieso. Aber eine Situation gibt es, wo nachträgliches Einzahlen sehr wohl Sinn macht. Wenn dein Einkommen in Zukunft stark steigt, zum Beispiel wenn du weißt, dass du im nächsten Jahr wesentlich mehr verdienst oder du heiratest jemanden, der viel verdient, dann kannst du Steuern optimieren, indem du Zahlungen bündelst. Übrigens, Selbstständige ohne Pensionskasse können auch nachträglich einzahlen, aber nur den kleinen Maximalbetrag, rund 7'500 Franken pro Jahr. Zum Schluss noch etwas Wichtiges. 5 Jahre vor dem Erreichen des regulären Rentenalters kannst du anfangen, deine Säule 3a aufzulösen. Dann darfst du aber auch nicht mehr nachträglich einzahlen. Logisch. Hast du noch Fragen zum nachträglichen Einzahlen in die Säule 3a? Dann hinterlass mir einen Kommentar oder schreib mir ein Mail an felix@truewealth.ch. Bis zum nächsten Mal.